Lektion 1: Leistungsprämien. Das ist toll zu hören. Ich bin neugierig auf Leistungsprämien. Ja, sie können Mitarbeiter wirklich dazu motivieren, in ihren Rollen hervorragende Leistungen zu erbringen. Ich stimme zu. Es ist eine fantastische Möglichkeit, harte Arbeit und Engagement anzuerkennen. Darüber hinaus fördert es einen gesunden Wettbewerbsgeist im Team. Genau. Jeder profitiert davon, wenn Menschen danach streben, ihr Bestes zu geben. Ich denke, es ist wichtig, klare Kriterien für diese Boni zu haben. Ja, Transparenz hilft jedem zu verstehen, wie er diese Ziele erreichen kann. Lassen Sie uns besprechen, wie wir ein starkes Leistungsbonussystem implementieren können. Klingt nach einem Plan. Es könnte die Moral erheblich steigern. Lektion 2: Rezeptideen. Ich werde es beim nächsten Mal auf jeden Fall versuchen. Es klingt köstlich. Das freut mich. Habt ihr weitere Rezepte, die ihr empfehlen könnt? Ja, ich habe kürzlich ein scharfes Nudelgericht probiert, das fantastisch war. Oh, das Rezept würde ich gerne bekommen. Es klingt genau nach meinem Geschmack. Ich kann es dir schicken. Es ist einfach, aber voller Geschmack. Perfekt. Ich koche gerne Gerichte, die schnell und lecker sind. Und wir sollten mehr Rezepte austauschen, es hält unser Kochen spannend. Absolut. Ich liebe es, neue Gerichte zum Probieren zu entdecken. Machen wir es zu einer regelmäßigen Sache, unsere kulinarischen Abenteuer zu teilen. Lektion 3: Auswirkungen minimieren. Haben Sie Tipps, wie Sie die Auswirkungen minimieren können? Ja, es ist wichtig, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Es hilft Ihrem Körper wirklich, damit klarzukommen. Ich stimme voll und ganz zu. Ausreichend Wasser zu trinken kann einen großen Unterschied machen. Auch die Anpassung Ihres Tagesablaufs kann dazu beitragen, dass Sie sich besser fühlen. Welche Anpassungen schlagen Sie vor? Versuchen Sie beispielsweise, während der heißesten Tageszeiten anstrengende Aktivitäten zu vermeiden. Das macht Sinn. Es ist wichtig, auf die Bedürfnisse Ihres Körpers zu hören. Genau. Das Finden eines Gleichgewichts kann Ihr Gesamtgefühl wirklich verbessern. Ich werde diese Tipps auf jeden Fall in meine Routine integrieren. Lektion 4: Morgenroutinen. Das klingt nach einer guten Routine. Es fällt mir schwer, morgens Zeit zu finden. Ich verstehe, der Morgen kann für viele von uns hektisch sein. Ja, manchmal fühle ich mich gehetzt und habe keine Zeit zum Frühstück. Haben Sie schon am Vorabend darüber nachgedacht, Dinge vorzubereiten? Das ist eine tolle Idee. Es könnte mir viel Zeit sparen. Genau. Ein schnelles Frühstück kann wirklich einen positiven Ton für den Tag setzen. Ich plane, etwas Essen vorzubereiten, um den Morgen einfacher zu machen. Das klingt nach einem Plan. Sie werden sich organisierter und einsatzbereiter fühlen. Ich kann es kaum erwarten, es auszuprobieren. Lektion 5: Bucketlist. Ich habe so viel über die Geschichte dieses Ortes gehört. Dann werde ich es auf jeden Fall zu meiner Wunschliste hinzufügen. Vor allem für Geschichtsinteressierte ist es auf jeden Fall einen Besuch wert. Ich liebe es, Orte mit einem reichen kulturellen Hintergrund zu erkunden. Ja, es verleiht unseren Reisen und Erlebnissen Tiefe.
Ich stimme voll und ganz zu. Das Erlernen der Geschichte macht die Reise bedeutungsvoller. Außerdem ist es faszinierend zu sehen, wie die Geschichte die Gegenwart prägt. Ich kann es kaum erwarten, es aus erster Hand zu erkunden und mehr darüber zu erfahren. Lassen Sie uns gemeinsam unseren Besuch planen. Lektion 6: Einzigartige Krankenhäuser. Das Betreten dieses Gebäudes fühlt sich so anders an, es ist kein normales Krankenhaus. Rechts. Es ähnelt eher einem Hotel als einer typischen medizinischen Einrichtung. Ja, die Atmosphäre ist so einladend und entspannt. Ich schätze, wie sehr Sie sich auf den Komfort und die Fürsorge des Patienten konzentrieren. Genau. Es macht einen großen Unterschied im Heilungsprozess. Ich denke, mehr Krankenhäuser sollten diesen Ansatz übernehmen. Absolut. Es geht darum, den ganzen Menschen zu behandeln, nicht nur die Krankheit. Ich liebe dieses Konzept. Es verbessert das Patientenerlebnis wirklich. Setzen wir uns weiterhin für solche positiven Veränderungen im Gesundheitswesen ein. Lektion 7: Fakten über Kängurus. Wussten Sie, dass Kängurus auf ihren Hinterbeinen hüpfen? Ja. Sie nutzen ihren großen Schwanz, um beim Bewegen das Gleichgewicht zu halten. Genau. Es ist faszinierend, wie sie sich an ihre Umgebung angepasst haben. Und sie können große Entfernungen schnell zurücklegen, was beeindruckend ist. Ich finde ihre einzigartige Art, sich zu bewegen, ziemlich faszinierend. Ich auch. Sie sind so ikonische Tiere Australiens. Sie in freier Wildbahn zu beobachten, muss ein erstaunliches Erlebnis sein. Das würde ich gerne eines Tages sehen. Es wäre unvergesslich. Machen wir es uns zum Ziel, Australien zu besuchen und sie zu sehen. Lektion 8: Wochenendausflüge. Ebenfalls. Ich plane bald einen Wochenendausflug. Das klingt spannend. Haben Sie irgendwelche Reiseziele im Sinn? Ich denke darüber nach, in die Berge zu gehen, um frische Luft zu schnappen. Das ist eine tolle Wahl. Die Natur hilft mir immer, neue Energie zu tanken. Ja, ich brauche eine Pause vom Trubel der Stadt. Haben Sie während Ihres Aufenthalts an Outdoor-Aktivitäten gedacht? Definitiv. Wandern und das Erkunden der Wanderwege stehen ganz oben auf meiner Liste. Das klingt perfekt. Es ist eine großartige Möglichkeit, die Landschaft zu genießen. Ich kann es kaum erwarten, der Natur zu entfliehen und mich zu entspannen. Lektion 9: Faule Wochenenden. Ich habe ein entspanntes Wochenende genossen und einfach nur meine Lieblingssendungen angeschaut. Das klingt nach einer perfekten Art, sich zu entspannen. Was hast du gesehen? Ich habe mir die neue Serie angesehen, über die alle gesprochen haben. Ich habe großartige Dinge darüber gehört. War es so gut, wie man sagt? Absolut. Die Handlung hat mich von Anfang an gefesselt. Ich liebe es, wenn eine Show das kann. Das sorgt für ein tolles Wochenende. Ja, manchmal brauchen wir alle eine kleine Auszeit, um neue Energie zu tanken. Ich stimme voll und ganz zu. Es ist wichtig, Pausen von unserem geschäftigen Leben zu machen. Lasst uns bald gemeinsam eine Binge-Watch-Session veranstalten. Lektion 10: Neuseeland-Abenteuer. Der Besuch der Städte Neuseelands ist ein fantastisches Erlebnis. Ja, aber Sie genießen auch die schöne Landschaft.
Die Landschaften sind atemberaubend, überall gibt es Berge und Strände. Ich liebe die Vielfalt der Landschaften im ganzen Land. Genau. Sie können ein Stadtabenteuer und einen Ausflug in die Natur in einer Reise erleben. Darüber hinaus trägt die lokale Kultur sehr zu dem Erlebnis bei. Ich kann es kaum erwarten, die lebendige Kunst- und Gastronomieszene zu erkunden. Achten wir darauf, Stadt und Land in unsere Planung einzubeziehen. Definitiv. Es wird eine unvergessliche Reise sein. Lektion 11. Motiviert bleiben. Ich weiß, was du meinst, wenn es darum geht, motiviert zu bleiben. Haben Sie Tipps, wie Sie in schwierigen Zeiten motiviert bleiben? Ich finde, dass es sehr hilfreich ist, sich kleine, erreichbare Ziele zu setzen. Das ist eine tolle Strategie. Dadurch fühlt sich der Fortschritt beherrschbarer an. Ja, das Feiern kleiner Erfolge hält meine Stimmung hoch. Ich stimme zu. Positive Verstärkung kann einen großen Unterschied machen. Außerdem steigert es meine Motivation, mich mit unterstützenden Menschen zu umgeben. Absolut. Um auf dem richtigen Weg zu bleiben, ist ein gutes Unterstützungssystem unerlässlich. Ermutigen wir uns weiterhin gegenseitig, unsere Ziele zu erreichen. Lektion 12. Kulturelle Verbindungen. Ja, bitte stellen Sie sicher, dass Sie vor dem Betreten angemessene Badebekleidung tragen und duschen. Das ist faszinierend. Was fanden Sie interessant? Ich habe darüber gelesen, wie große Zuckerrohrplantagen ihre Wirtschaft geprägt haben. Ja, diese Branchen haben einen erheblichen Einfluss auf ihre Kulturen. Es ist erstaunlich zu sehen, wie die Geschichte das moderne Leben beeinflusst. Ich liebe es, diese Verbindungen zwischen Vergangenheit und Gegenwart zu erforschen. Lassen Sie uns gemeinsam weiter über diese Kulturen lernen. Definitiv. Es ist bereichernd, verschiedene Perspektiven zu verstehen. Ich freue mich auf unsere nächste kulturelle Erkundung. Lektion 13. Reisescheck. Okay, ich werde es mir ansehen. Müssen wir vor dem Einsteigen den Zoll passieren? Das ist eine gute Frage. Ich denke, wir sollten zur Sicherheit die Richtlinien der Fluggesellschaft prüfen. Ich stimme zu, es ist immer besser, vorbereitet zu sein. Wir wollen keine Überraschungen am Flughafen. Genau. Außerdem könnten wir Zeit sparen, wenn wir wissen, was uns erwartet. Absolut, und ich möchte unseren Flug lieber nicht wegen eines Missverständnisses verpassen. Sie haben recht. Stellen wir sicher, dass wir auch unsere Pässe und Tickets bereithalten. Ja, es ist wichtig, alles noch einmal zu überprüfen. Haben Sie das Nötigste eingepackt? Fast. Ich muss nur noch meine Toilettenartikel fertigstellen, dann bin ich fertig. Perfekt. Ich werde auch mit dem Packen fertig sein und dann können wir gemeinsam unsere Reisedokumente durchsehen. Lektion 14. Tanzversuch. Ich habe versucht, mit ihm Walzer zu tanzen. Ich würde ganz gut anfangen, aber dann würde ich meinen Rhythmus verlieren. Das ist verständlich, Walzer tanzen kann schwierig sein, wenn man es nicht gewohnt ist. Genau. Gerade als ich dachte, ich hätte es, änderte sich die Musik und ich war verwirrt. Es erfordert Übung, diesen Fluss zu spüren, aber wenn man ihn einmal verstanden hat, macht es so viel Spaß. Ich weiß. Ich möchte mich wirklich verbessern, damit ich mehr Freude am Tanzen habe. Vielleicht könnten wir zusammen einen Kurs besuchen?
Auf diese Weise könnten wir lernen und über unsere Fehler lachen. Das ist eine tolle Idee. Es würde eine lustige Erfahrung sein und wir könnten uns gegenseitig motivieren. Definitiv. Außerdem denke ich, dass es uns beiden helfen würde, auf der Tanzfläche Selbstvertrauen zu gewinnen. Ich bin voll dabei. Lassen Sie uns einen Kurs finden, der zu unserem Zeitplan passt. Lektion 15: Gebäckpläne. In der Nähe gibt es ein Café, das leckeres Gebäck anbietet. Perfekt. Dort treffen wir uns gegen 10 Uhr zum gemeinsamen Frühstück. Ich kann mir schon die warmen Croissants und den frischen Kaffee vorstellen. Ich auch. Es wird der perfekte Start in den Tag sein. Und wir können alles nachholen, was wir in letzter Zeit verpasst haben. Auf jeden Fall ist es schon eine Ewigkeit her, seit wir uns richtig unterhalten haben. Ich freue mich darauf. Glauben Sie, dass es irgendwelche besonderen Gerichte auf der Speisekarte gibt? Ich hoffe es. Manchmal gibt es saisonale Leckereien, die einen Versuch wert sind. Das klingt spannend. Ich werde darauf achten, etwas früher da zu sein, um uns einen guten Platz zu sichern. Lektion 16: Aufgabenbalance. Wir müssen in unserem Projekt ein Gleichgewicht zwischen Zusammenarbeit und Autonomie finden. Ich stimme voll und ganz zu. Es ist wichtig, dass sich jeder sowohl unterstützt als auch unabhängig fühlt. Wenn wir kleinere Aufgaben zuweisen, fühlen sich die Menschen möglicherweise stärker verantwortlich und weniger überfordert. Das macht Sinn. Und es ermöglicht Kreativität, da jeder seine Stärken einbringen kann. Genau. Es geht darum, die Talente unseres Teams effektiv zu nutzen. Und eine offene Kommunikation wird uns helfen, unsere Ziele auf dem richtigen Weg zu halten. Ja, ein guter Informationsfluss kann Missverständnisse verhindern. Ich bin froh, dass wir diesbezüglich einer Meinung sind. Lassen Sie uns einen Plan entwerfen, den wir dem Team präsentieren. Hört sich gut an. Ich bin gespannt, wie dieser Ansatz unsere Arbeit bereichert. Lektion 17: Zusätzliche Kosten. Das ist großartig. Fallen für die Verlängerungsnächte zusätzliche Kosten an? Ja, das gibt es normalerweise, besonders in der Hochsaison. Ich dachte auch. Es ist wichtig, dass wir das in unserem Budget berücksichtigen. Absolut. Wir sollten die Hotelrichtlinien für längere Aufenthalte prüfen. Gute Idee. Dies hilft uns, Überraschungen beim Auschecken zu vermeiden. Außerdem können wir unsere Aktivitäten rund um die zusätzlichen Nächte planen, wenn es in unser Budget passt. Rechts. Ich möchte sicherstellen, dass wir das Beste aus unserer Reise herausholen, ohne zu viel auszugeben. Definitiv. Ich werde alle Pauschalangebote prüfen, die diese zusätzlichen Nächte beinhalten könnten. Perfekt. Das könnte uns etwas Geld sparen und unseren Aufenthalt noch angenehmer machen. Lektion 18: Rabattsuche. Ich werde nach verfügbaren Rabatten suchen, während Sie unsere Optionen festlegen. Das klingt nach einem Plan. Es ist immer gut, ein wenig Geld zu sparen. Absolut. Jeder Beitrag hilft bei der Planung einer Reise. Ich stimme zu. Ich werde mich darauf konzentrieren, die beste Unterkunft für uns zu finden. Großartig. Wenn wir Rabatte kombinieren können, könnte das einen großen Unterschied in unserem Budget machen. Genau. Ich werde auch nach Sonderangeboten oder Werbeaktionen Ausschau halten. Perfekt.
Wir sollten uns gegenseitig auf dem Laufenden halten, sobald wir neue Informationen finden. Definitiv. Teamarbeit wird uns helfen, unsere Ressourcen optimal zu nutzen. Ich bin gespannt, welche Deals wir gemeinsam aufdecken können. Lektion 19, Stadtreflexion. Die Unterwerfung, die darum kämpft, in Würde zu leben, ist die wahre Geschichte der leuchtenden Stadt. Das ist eine starke Aussage. Es fängt wirklich die Essenz der Belastbarkeit ein. Ja, es betont, wie Menschen trotz Herausforderungen erfolgreich sein können. Genau. Es ist inspirierend zu sehen, wie Gemeinschaften in schwierigen Zeiten zusammenkommen. Ich denke, diese Geschichten verdienen mehr Aufmerksamkeit und Anerkennung. Absolut. Sie erinnern uns an die Stärke, die in der Verletzlichkeit liegt. Wir sollten erwägen, solche Narrative in unseren Diskussionen hervorzuheben. Das wäre ein sinnvoller Beitrag zu unseren Gesprächen. Ich stimme zu. Wir planen, diese Themen in unser nächstes Projekt einzubeziehen. Lektion 20, Berufsqualifikationen. Es ist schwer zu sehen, dass jemandes Schwester einen Job macht, obwohl andere Leute für diesen Job viel besser qualifiziert wären. Ich verstehe völlig, woher du kommst. Es kann sich manchmal unfair anfühlen. Ja, es ist wichtig, die Fähigkeiten anzuerkennen, die jeder mitbringt. Natürlich. Wir alle wollen die beste Besetzung für die Rollen, über die wir sprechen. Genau. Es geht darum, Beziehungen und berufliche Qualifikationen in Einklang zu bringen. Und sicherzustellen, dass das Team effektiv funktioniert, sollte immer Priorität haben. Ich stimme zu. Konzentrieren wir uns darauf, ein Umfeld zu schaffen, in dem Leistung geschätzt wird. Absolut. Es ist von entscheidender Bedeutung für die Aufrechterhaltung der Moral und Produktivität. Ich bin froh, dass wir da einer Meinung sind. Es wird unsere künftigen Entscheidungen leiten. Lektion 21, Zeitmanagement. Mir geht es genauso. Nehmen wir uns etwas Zeit, um sie durchzugehen. Das klingt nach einer tollen Idee. Ich denke, es wird uns helfen, unsere Gedanken zu klären. Absolut. Wenn wir alles gemeinsam durchgehen, stellen wir sicher, dass wir auf dem gleichen Stand sind. Ja, Zusammenarbeit führt oft zu einem besseren Verständnis und besseren Ergebnissen. Rechts. Ich bin mir sicher, dass wir in unserem Gespräch einige wertvolle Erkenntnisse gewinnen werden. Das glaube ich auch. Lassen Sie uns einen Termin vereinbaren, der für uns beide passt. Perfekt. Ich werde dafür sorgen, dass wir alle benötigten Materialien vorbereiten. Großartig. Ich werde das Gleiche tun, damit wir unsere gemeinsame Zeit optimal nutzen können. Ich freue mich auf unser Treffen, es wird produktiv sein, da bin ich mir sicher. Lektion 22, WLAN-Check. Könnten Sie in der Zwischenzeit bitte prüfen, ob andere Geräte eine Verbindung zum WLAN herstellen können? Klar, das ist eine gute Idee. Es hilft uns bei der Behebung etwaiger Probleme. Genau. Wenn es nur ein Gerät ist, können wir uns darauf konzentrieren, das Problem zu beheben. Wenn bei mehreren Geräten Probleme auftreten, liegt möglicherweise ein Netzwerkproblem vor. Rechts. Sammeln wir so viele Informationen wie möglich, um das Problem anzugehen. Ich teste mein Telefon und Tablet, während Sie Ihren Laptop überprüfen. Perfekt. So können wir schnell den Umfang des Problems ermitteln. Ja,
und sobald wir das Problem identifiziert haben, können wir nach Lösungen suchen. Vereinbart. Es ist immer besser, ein klares Verständnis der Situation zu haben. Lektion 23: Einkaufsfreude. Ich genieße es wirklich, in Geschäfte zu gehen, weil ich dort Dinge anprobieren kann, bevor ich einen Kauf tätige. Das stimmt. Es ist etwas Besonderes, den Stoff zu spüren und zu sehen, wie er passt. Genau. Außerdem liebe ich es, durch verschiedene Stile zu stöbern, die ich online vielleicht nicht sehe. Ja, und es ist schön, rauszugehen und die Atmosphäre des Ladens zu erkunden. Es fühlt sich ansprechender an. Haben Sie einen Lieblingsladen, in dem Sie gerne einkaufen? Ich liebe es, die örtliche Boutique zu besuchen. Sie haben immer einzigartige Gegenstände. Das klingt wunderbar. Ich schätze es auch, wenn Geschäfte einen persönlichen Service bieten. Absolut. Es macht das Einkaufserlebnis viel angenehmer. Und manchmal finden Sie tolle Angebote, die online nicht verfügbar sind. Lektion 24: Historische Prozesse. Haben Sie schon einmal von der Tortur auf dem Wasser gehört? Das war in der Vergangenheit eine ziemlich schockierende Praxis. Ja, das habe ich. Es ist faszinierend und erschreckend, wie eine der Hexerei beschuldigte Frau ins Wasser geworfen werden könnte. Genau. Sie glaubten, wenn sie schwebte, sei sie schuldig, wenn sie jedoch sank, sei sie unschuldig. Es scheint so unfair. Das gesamte Konzept basierte eher auf Aberglauben als auf tatsächlichen Beweisen. Absolut. Es ist verrückt, darüber nachzudenken, wie das Leben der Menschen mit solch lächerlichen Methoden entschieden wurde. Man erkennt wirklich, wie weit wir in Sachen Gerechtigkeit und Rechte gekommen sind. Sicher. Heute verfügen wir über Systeme, die sich auf Fairness und Beweise konzentrieren. Es ist schwer vorstellbar, in einer Zeit zu leben, in der Anschuldigungen solch drastische Folgen haben könnten. Ich weiß. Es ist eine Erinnerung daran, wie wichtig es ist, die Rechte des Einzelnen zu schützen. Lektion 25: Wäschekomfort. Ja, wir haben hier Wäschemöglichkeiten, was für Gäste sehr praktisch ist. Das ist toll zu hören. Wie sind die Öffnungszeiten der Wäscherei? Die Waschküche ist von 8:00 bis 22 Uhr geöffnet, sodass Sie genügend Zeit haben, sie zu nutzen. Perfekt. Ich muss während meines Aufenthalts etwas Wäsche waschen. Es erspart so viel Ärger. Absolut. Außerdem ist es schön, saubere Kleidung zu haben, ohne zu viel einpacken zu müssen. Rechts. Besonders auf Reisen kann diese Möglichkeit lebensrettend sein. Ich stimme zu. Dadurch wird die gesamte Erfahrung viel angenehmer und weniger stressig. Genau. Ich werde auf jeden Fall die Einrichtungen nutzen, während ich hier bin. Tolle Entscheidung. Wenn Sie Hilfe benötigen, lassen Sie es mich einfach wissen. Lektion 26: Spielplatzspaß. Nach der Pause spielen die Jungen normalerweise auf dem Spielplatz oder spielen eine Partie Baseball. Das hört sich nach einer Menge Spaß an. Für sie ist es toll, sich körperlich zu betätigen. Ja, und es hilft ihnen, Energie zu verbrennen, bevor sie sich wieder dem Unterricht widmen. Absolut. Körperliche Aktivität ist für die Entwicklung von Kindern so wichtig. Darüber hinaus werden Teamarbeit und soziale Fähigkeiten gefördert, die in diesem Alter von entscheidender Bedeutung sind. Ja.
Ihnen beim gemeinsamen Spielen zuzusehen, zeigt wirklich, wie viel Sie voneinander lernen. Ich liebe es, Ihre Begeisterung zu sehen, wenn Sie draußen Spiele spielen. Ich auch. Für Sie ist es eine wunderbare Möglichkeit, dauerhafte Freundschaften zu schließen. Genau. Diese Momente auf dem Spielplatz können unvergessliche Erinnerungen schaffen. Lektion 27. Einzigartige Tierwelt. Wussten Sie, dass es in Texas eine faszinierende Tierwelt gibt? Das Gürteltier zum Beispiel ist ziemlich einzigartig. Ja. Es ist als gepanzerter Insektenfresser bekannt, was ein so interessanter Spitzname ist. Genau. Und ich habe gehört, dass Sie auch einen schnell laufenden Vogel haben. Wie heißt das? Das wäre der Rotranner. Sie sind schnell und in dieser Region wirklich eine Ikone. Ich fand es schon immer erstaunlich, wie vielfältig die Tierwelt in den verschiedenen Teilen der USA sein kann. Absolut. Jede Region hat ihre eigenen einzigartigen Tiere und Ökosysteme. Das ist einer der Gründe, warum ich gerne reise, um neue Arten und ihre Lebensräume zu entdecken. Ja. Das Erlernen der einheimischen Tierwelt trägt wesentlich zum Reiseerlebnis bei. Sicher. Ich suche immer nach Möglichkeiten, Tiere in ihrer natürlichen Umgebung zu sehen. Lektion 28. Spieleabend. Und du? Welches Brettspiel spielst du am liebsten? Wir lieben es, Charaden zu spielen. Es ist so ein lustiges Spiel, das alle mit einbezieht. Charades ist ein Klassiker. Ich genieße es, wie es die Kreativität und das Lachen aller zum Ausdruck bringt. Genau. Es ist immer unterhaltsam zu sehen, wie die Leute die Hinweise umsetzen. Und es ist für alle Altersgruppen geeignet und somit perfekt für Familientreffen. Ja. Jeder kann mitmachen, was für eine lustige Atmosphäre sorgt. Welche anderen Spiele mögen Sie außer Charaden? Wir lieben auch Kartenspiele, insbesondere solche, die Strategie erfordern. Oh, die sind auch großartig. Sie regen wirklich jeden zum Nachdenken an. Lektion 29. Entspannung nach der Arbeit. Wie entspannen Sie nach einem langen Tag? Ich lese gerne oder schaue fern, um mich zu entspannen und ein wenig zu entfliehen. Das ist eine tolle Möglichkeit, neue Energie zu tanken. Welche Art von Büchern gefallen Ihnen? Ich liebe Belletristik, insbesondere Fantasy- und Kriminalromane. Sie faszinieren mich wirklich. Ich kann verstehen, warum. Es kann so erfrischend sein, sich in einer guten Geschichte zu verlieren. Ja. Und eine gute Sendung anzusehen kann mir auch dabei helfen, abzuschalten. Absolut. Es ist schön, sich einfach zurückzulehnen und etwas Unterhaltsames zu genießen. Genau. Nach einem anstrengenden Tag ist es wichtig, sich Zeit für sich selbst zu nehmen. Ich stimme zu. Wege zur Entspannung zu finden, kann Ihr allgemeines Wohlbefinden wirklich verbessern. Lektion 30. Auswahl an Bahntickets. Der Einfachheit halber kaufe ich meine Tickets lieber online. Das macht Sinn. Es ist so viel einfacher, als am Bahnhof in der Schlange zu stehen. Genau. Außerdem kann ich Preise vergleichen und schnell die besten Angebote finden. Sind die Preise online günstiger als beim Kauf am Bahnhof? Oft, ja. Viele Websites bieten Rabatte an, die Sie persönlich nicht finden. Das ist eine kluge Wahl.
Ich muss auch damit beginnen, meine Tickets online zu buchen. Definitiv. Das spart Zeit und oft auch Geld, was eine Win-Win-Situation darstellt. Ich finde es toll, wie die Technologie das Reisen so viel einfacher gemacht hat. Ich auch. Es ist erstaunlich, wie wir unsere Reisen von überall aus planen können. Lektion 31: Reiseorganisation. Ich habe eine Reisebrieftasche, um unterwegs alles organisiert zu halten. Kluge Wahl. Es ist wichtig, alle wichtigen Dokumente an einem Ort zu haben. Genau. Es hilft mir, den Stress zu vermeiden, in letzter Minute nach Dingen zu suchen. Was haben Sie normalerweise in Ihrem Reiseportemonnaie? Dort bewahre ich meinen Reisepass, meine Tickets und etwaige Reservierungsbestätigungen auf. Das klingt sehr praktisch. Haben Sie noch andere wichtige Gegenstände bei sich? Ja, ich lege auch ein kleines Notizbuch bei, um Ideen oder Pläne aufzuschreiben. Das ist eine tolle Idee. Es ist schön, auf Reisen einen Ort für Gedanken zu haben. Sicher. Wenn Sie organisiert bleiben, wird das gesamte Reiseerlebnis viel reibungsloser. Lektion 32: Geistige Klarheit. Ich habe in letzter Zeit eine deutliche Reduzierung des Stresses und eine verbesserte geistige Klarheit festgestellt. Das ist fantastisch. Was hat Ihrer Meinung nach zu dieser Veränderung beigetragen? Ich glaube, es ist eine Kombination aus besserem Zeitmanagement und Selbstpflegepraktiken. Das macht Sinn. Sich um sich selbst zu kümmern, wirkt sich wirklich auf Ihr allgemeines Wohlbefinden aus. Absolut. Ich habe mir Zeit für Bewegung und Achtsamkeit genommen, was sehr hilfreich ist. Ich liebe das. Es ist erstaunlich, wie körperliche Aktivität den Kopf frei bekommen kann. Ja. Es eignet sich auch hervorragend zur Steigerung der Stimmung und des Energieniveaus. Definitiv. Ich muss mehr davon in meine Routine integrieren. Ich kann es nur wärmstens empfehlen. Es geht darum herauszufinden, was für Sie am besten funktioniert. Lektion 33: Eine Reise planen. Die Planung einer Reise kann ziemlich herausfordernd, aber auch sehr lohnend sein. Ich stimme voll und ganz zu. Es hat etwas Aufregendes, alles für ein neues Abenteuer zu organisieren. Absolut. Ich möchte jedoch sicherstellen, dass ich mich nicht zu sehr verpflichte. Das ist klug. Es ist wichtig, die Aktivitäten auszubalancieren, damit Sie sich nicht überfordert fühlen. Genau. Ich denke an ein paar erholsame Tage, gepaart mit ein paar spannenden Ausflügen. Das klingt perfekt. Eine Mischung aus Entspannung und Abenteuer kann zu einem unvergesslichen Erlebnis führen. Rechts? Ich möchte die Sehenswürdigkeiten genießen, ohne ständig gehetzt zu sein. Definitiv. Manchmal entstehen die schönsten Momente, wenn man sich Zeit zum Erkunden nimmt. Sicher. Ich denke auch über lokale Küche und kulturelle Erlebnisse nach.